Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr prüfen könnt, was defekt ist, wenn bei eurem Bosch Siemens Geschirrspüler der Fehler E04 angezeigt wird. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Gerade hier handelt es sich um ein Gerät mit Zeolithtrocknung. Da kommt letzten Endes noch die Zeolithheizung als Fehlerquelle dazu. Aber ich zeige euch, wie ihr nach und nach alles prüfen könnt. Dieses Video gilt auch für Geräte ohne Zeolithtrocknung. Um das zu prüfen, bauen wir zuerst die rechte Seitenwand, also wenn man auf das Gerät schaut, ab. Die ist von vorn mit 1 oder 2 Schrauben gesichert. Bei diesem Modell ist es nur eine Schraube, die befindet sich hier unten. Bei anderen Modellen ist es so, dass hier oben noch eine Schraube ist. Diese Schraube entfernen wir und danach können wir die Seitenwand zur Seite wegnehmen. Wenn ihr dann die Schraube entfernt habt, nehmt ihr die Seitenwand, hebt sie hier ein klein wenig hoch und dann lässt sich die Seitenwand zur Seite abnehmen. Wenn ihr dann die Seitenwand entfernt habt, nehmt ihr noch diese Dämmung nach oben, dass die euch nicht im Weg ist. Die könnt ihr hier einfach drauflegen und schon befindet sich hier unten die Elektronik. Um die Elektronik oder um die Heizung zu prüfen, entfernen wir zuerst den Deckel dieser Elektronik. Der ist seitlich eingerastet. Danach kann man den hochheben und zur Seite wegnehmen. Wenn ihr den Deckel abgenommen habt, seht ihr hier auf der Seite die Anschlüsse von der Heizung. Damit man das besser sieht, nehme ich euch mit der Kamera mal etwas näher mit ran. Hier an diesen Steckern ist zum einen die normale Heizpumpe angeschlossen, zum anderen die Zeolithheizung. Dazu entfernt ihr zuerst einen Stecker. Der ist hier oben nochmal mit einem kleinen Haken gesichert. Ich zeige euch das gleich nochmal. Den könnt ihr herausziehen. Und wie gesagt, hier oben habt ihr noch einen kleinen Haken. Dieser Stecker, an dem sich nur 2 rote Kabel befinden, ist der Stecker für die Zeolithheizung, also den Glasheizkörper oder den Heizkörper direkt im Zeolithbehälter, der sich hier dahinter befindet. Diesen Stecker entfernt ihr. Danach startet ihr einen kurzen Probelauf. Sollte der Fehler E10 auftauchen, ist das völlig normal, denn wir haben ja diesen Stecker entfernt, also die Elektronik erkennt im Prinzip, dass keine Zeolithheizung mehr angeschlossen ist. Wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr sicher gehen, dass das Problem mit der Zeolithheizung besteht. Sollte der Fehler E04 erneut auftauchen, dann zieht ihr bitte diesen Stecker heraus. Der ist auch mit 2 Haken gesichert. An dem Stecker, an dem sich auch noch 2 grün-gelbe Kabel befinden, ist die Heizpumpe angeschlossen. Wenn ihr diesen Stecker herausgezogen habt und startet jetzt einen kurzen Probelauf und der Fehler tritt nicht mehr auf, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Problem an eurer Heizpumpe liegt. Wie ihr das Problem ohne Ersatzteile erstmal versuchen könnt zu lösen, erkläre ich euch jetzt. Wenn der Fehler beim Abziehen des ersten Steckers mit den nur roten Kabeln verschwindet, dann könnt ihr Folgendes versuchen. Hier hinten ist die Auslassöffnung für das Zeolith. Hier diesen Deckel, der ist nur mit einem Bajonettverschluss festgedreht. Den könnt ihr links herum entfernen und entnehmen. Ich zeige euch mal den Behälter, wie das aussieht. Hier seht ihr das Zeolithgranulat und in diesen Behälter föhnt ihr ca. 15 Minuten mit einem warmen Föhn und dadurch passiert es relativ häufig, dass das Wasser, was diesen Fehler auslöst, in der Zeolithheizung wegtrocknet und danach alles wieder funktioniert. Sollte hingegen der Fehler erst verschwinden, wenn ihr das zweite Kabel, also das mit den grün-gelben, herausgezogen habt, müsst ihr nach der Heizpumpe schauen. Die Heizpumpe erreicht ihr am besten von vorn. Dazu gibt es unten eine kleine Klappe, die ist links und rechts mit je einer Schraube gesichert. Diese beiden Schrauben schraubt ihr heraus. Das sind auch ganz normale Torx-Schrauben. Und nachdem ihr diese Schrauben herausgeschraubt habt, könnt ihr diese Klappe unten etwas wegziehen. Achtet bitte aber darauf, die ist relativ scharfkantig. Und wenn ihr diese Klappe dann entfernt habt, schaut ihr direkt auf die Heizpumpe und könnt diese letzten Endes dann mit einem Föhn trocknen. Sollte die Heizpumpe feucht geworden sein, sollte man darauf achten, dass der Fehler durch eine undichte Pumpensumpfdichtung entstanden sein kann. Da solltet ihr dann auch nochmal etwas genauer schauen. Das Video dazu verlinke ich euch aber. Um danach erneut zu testen, steckt ihr natürlich die Stecker auch wieder auf.
Da könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Die haben eine Kodierung und passen auch nur an die richtige Stelle. Habt ihr die Stecker wieder aufgesteckt, nehmt ihr diese Abdeckung und rastet diese auch wieder auf. Die rastet ganz normal ein.